Okay. Is there anything in particular? How dare you? Ja, das habe ich eigentlich schon gefragt. No, Let me tell. another time, perhaps. I'm not sure I want to hear another sad story. Ja, okay. Das war das Leben in London, genau persönlich. Können wir Ihnen noch was Surely fragen? you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure, I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Okay. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Okay. Zeugter und radikaler Anarchist. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. Okay. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor. Make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Okay. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Jo, dann, du, ich hab hier noch was für dich. Immigration aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Jo, dann hier bitte. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Goodbye, Mr. Delaney. Jo, Mr. Delaney, die anderen beiden sind gesund, der Tom und die Sabrina. Aber Tom, kann ich denn mit dir was Neues Good evening, besprechen? Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Boah, mit ihm kann ich auch noch mal so viel reden. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy Ich figure. glaube, das habe ich auch schon mal gefragt, If you're oder? foolish enough to make peace with the gangs, Sean is one of them. How is it you can keep this place open? Ja, das habe ich ihn schon mal gefragt. Seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Gibt's etwas, was ich tun kann? Hey, ich kann eine Quest eventuell Is there annehmen. anything I can do? Perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Oh, kann ich dann in eine Here's the key to Quarantänezone get gehen? in. You're about to save many dry throats. Schlüssel zum Lagerhaus, I neue see. Untersuchung. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Okay. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Ja, den an Sean kenne ich ja schon. Okay. Ach ja, Sabrina. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too, I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her, for sure. What is bothering you then?
Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Okay. Da haben wir eventuell für Sabrina wieder ein Goodbye, Ding Mr. freigeschaltet. Ah ja, da ist es wieder da. So, Sabrina. Good drink's just as likely to cause a problem as to solve one. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more Okay. careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. Okay. Waren Gefühle vor dem Boss, aber die Docs seien gefährliche Gegend und fühlt sich unsicher. Genau, schauen, Hemden ist die Stütze von hier. Ja, wird geheilt. Die sind alle fit hier, das ist gut. Warum gehen sie nicht? Keiner fühlt sich sicher. Ich fürchte mich nicht. Warum If gehen sie you're da nicht? certain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I've got responsibilities. And it's not like I've got the money to move anywhere else anyway. Okay. This place seems, how shall I put it, very colourful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Okay. Gut verhandeln können. Die Bar ist ein neutraler So Ort. this bar is neutral territory then. Yeah. Ja, das Tom's hat mir convinced Tom eigentlich auch it's schon something gesagt. the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Hm. Your Komm. boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Okay, persönliche Fragen. Haben wir da noch was? Oh ja. Wo kommen Sie denn her? Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Hm. Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. Genau, ich will nur ganz viele Infos haben. You not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. Ah ja. Married in London. And here I am. Okay. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Mhm. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Wer lacht denn über die? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Aha. Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Aha. Schade, habe ich also nichts Neues Bye, Miss bekommen. Cavendish. Ich habe keinen neuen Hint bekommen. Oben ist nichts los. Nee. Aber wir haben alles geschafft, was wir wollten. Es regnet jetzt auch noch. Das heißt, wir können jetzt... Also ich muss Strickland irgendwo im Krankenhaus suchen und da ist auch eine Begegnung jetzt auch im Krankenhaus auf einmal aufgetaucht. Jo, dann gehen wir doch mal zurück. Das sind Digby und die Cox. Warte mal. Ach verdammt, hier, wir müssen reinzoomen. Ich bin von da gekommen, einfach gerade. Ach genau. Hier vor und dann rechts abbiegen. Okay.
hier durch das Gitter durch. It's locked. Ach, warum? Ach, verdammt. Die falsche Taste gedrückt. Okay, ich war hier vorne bei den Booten. Da bin ich rumgegangen. Okay, hier rum. Was ein bisschen abgeht, ist eine Minimap. Warum kann ich mich eigentlich nicht heilen? Ah, jetzt. Oder hat mich hier jemand gesehen? Tür. Ein Brief. Hallo Frank, wie geht es dir, mein alter Freund? Es war schön, dich letzte Woche zu sehen. Lass mich beim nächsten Mal auch ein paar Runden ausgeben. Ich hoffe, auf eurer Seite der Stadt ist alles in Ordnung. Hier in eurer alten Nachbarschaft wird die Lage schlimmer. Clay wird jeden Tag gewalttätiger und denkt nur an Expansion, obwohl es ein paar neue Typen gibt, die uns die Kontrolle über das Gebiet streitig machen wollen. Ich fürchte, die Wet Boys stecken in der Klemme. Ich habe dran gedacht, wie du bei unserem letzten Treffen meintest, du hättest nie bereut, die Gang verlassen zu haben. Du wirst nur bereuen, dass du nicht mehr ins East End kommen kannst, um Prügel und Schlimmerem zu entgehen. Glaub mir, ich würde auf dich aufpassen, wenn du vorbeikämst. Vielleicht könnten wir uns nochmal über die Arbeitssuche unterhalten. Du weißt, dass ich immer schon recht gut rechnen konnte, also wenn du vielleicht einen Buchhalter für deinen Betrieb brauchst. Lass uns drüber reden, in Ordnung? Grüß deine Frau von mir. BBB für immer, World Best Buddies, WBB, vermutlich. Für immer, alter Kumpel, Boot Digby. Hi, ist ein Brief. Ein Brief. Von Boot Digby, Tom. What's it, Wiener Cox? Da ist eine Lady. Finde den Ort an dem Ding. Ginflaschen. Okay, warte mal, wir schauen kurz auf die Karte. So. Hier hinten ist der Totengräber in Southwark. Ginflaschen sind hier drüben in den Western Docks. Das ist auch in Southwark, wo die Explosion war. Das heißt, jetzt müssen wir aber... Ach, verdammt. Das weitermachen. Hier haben wir noch Schillinge. Oh, ich habe Boot Digby in Hint freigeschalten dadurch. Ne, Docks. Boot Digby. Eine Arbeit zu finden, um die Wet Boot Boys verlassen zu können. Ursprünglich mal. Früher. Jetzt ist er der theoretische Chef, weil ich Clay Cox zerlegt habe. Hier komme ich jetzt aber durch, oder? Jawohl. Ich muss hier oben rumgehen. Oh, ich habe Husten gehört eben. Bin schon wieder falsch abbogen, oder? Ja, natürlich bin ich falsch abbogen. Mann. Genau, hier war die Apotheke. Hier ist die Brücke, jawohl. Lauf, Jonathan, lauf. Da ist noch Loot. Okay, Natriumchloridlösung und Kalium, Perga, blablabla und Eisentatrat. Jetzt muss ich hier lang. Könnte ich hoch? Das hat mir aber, da konnte ich ja nicht rein. Ist das schon das Pembroke? Ja, das ist schon das Pembroke. Leute, ich laufe hier einfach durch. Warte mal, ist hier noch irgendwas?
Ah, nur eine Kiste. Muss hier irgendwo rein, ins Krankenhaus, jawohl, hier. Ach, verdammt. Codein. Strickland, der war meistens in der Nähe vom Aykroyd, oder? Oh. Da vorne ist er doch. Harvey. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Boah, ich hab da was Neues. Ich hab da auch was Neues. Oh mein Gott. What do you think of Dr. Aykroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to... Alter, warum wackelst du so rum? Bist du I believe that if betrunken? Dr. Aykroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Aykroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Bling, Hint. Nö, schade. Tell me, Thoreau, what's the real cause Jo, of your warum dislike hast du of ihn denn Dr. so? Aykroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Aykroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Aykroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Aha. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Doctor? However, if you would... Ja, das stimmt schon. Bei der falschen Dosierung kann alles tödlich sein. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. Okay. Jo, ich habe jetzt einen neuen Hint nämlich bekommen. Nur in der Vergangenheit in Frage gestellt. Patienten heimlich einer experimentellen Behandlung gegen die spanische Grippe aus, nämlich. Ja, so ist es. I want to know about these secret tests you run. Ja, And die... if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence Okay. is essential in our line of work, my young colleague. But only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. Boah, Alter, in ein Buch schreibst du auch nicht rein, dass du denkst so, oh nee, scheiße, ich glaube, das funktioniert gar nicht, sondern du sagst, hey, ich habe da eine neue Theorie entwickelt und die funktioniert, die ist super, ich bin der Beste. Das schreibst du im Buch rein. Ist immer Unterstützung, haben wir nicht schon genug zu tun? Ist nicht hier ernst. Ah. Ja, es bezieht sich jetzt auch, dass er meine Bücher geil findet. Meine Meinung war jetzt eben eher, das ist nicht ihr Ernst, weil das er meint, in den Büchern wird nur von Gutem geredet. Aber ich will ihnen ja eigentlich helfen, so You denkt, ja have komm, my support, Dr. Strickland. kriegt vielleicht wieder eine neue Quest, von dem ich die Sachen beschaffen soll. To battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. Jo, okay. Goodbye, Dr. Strickland.
Die Untersuchung fehlender Inhaltsstoffe ist jetzt auch, I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo. Okay, ich muss hoch. Ich muss in mein Zimmer. Ich muss jetzt zum medizinischen Arbeitstisch. Dann craften wir das noch schnell. Okay, hier draußen kann ich noch nicht heilen. Tür zu. Kann ich jetzt heilen? Nö. Hier ist mein Arbeitstisch. Was muss ich da hinbringen? Ich soll die Inhaltsstoffe ein fertiges Medikament anbringen. Eine Einheit Natrium Hypochlorid, Kaliumpermanganat, Eisentartrat 6. Das ist bloß ein Dreier-Ding. Das ist keine Vierer wie die alle. Auch alles Vierer. Wie kann ich jetzt diesen Questgegenstand herstellen? Nein, die Mats müsste ich ja eigentlich alle haben. Aha, super. Ich habe einfach nur die Aluminiumfragmente. Achso, nee. Was habe ich jetzt bekommen? Kacke, ich habe nicht aufgepasst. Nein! Was für ein Medikament soll ich da anfertigen, verdammt? Naja, mal schauen. Da will ich mich jetzt auch nicht mehr groß reinfuchsen. Denn für heute war's das. Leveln tue ich jetzt mal nicht mehr in 1400 EP, da werde ich noch ein bisschen mehr sammeln. Und ich muss jetzt auch, bevor ich mich hinlege, muss ich jetzt zur Beerdigung gehen. Also von dem her. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Servus.